Durch Schnee, Matsch, Gelände oder auch die City. Seit fast 30 Jahren ist er weltweit ein treuer Begleiter für Abenteuersuchende und Alltagshelden. Seine Tugenden: robust, zuverlässig und allradgetrieben. Der Subaru Forester. 2025 kommt die neue 6. Auflage und soll natürlich besser sein als je zuvor. Subaru ist der weltgrößte Hersteller von Allrad-Pkw und gilt als Pionier in diesem Bereich. Bereits 1972 haben sie den ersten Allrad-Pkw auf den Markt gebracht, den Leone Station Wagon, und seitdem über 22 Millionen 4x4 Autos weltweit verkauft. Und der hier, der gehört dazu. Der Subaru Forester ist einer der Bestseller bei Subaru und wir wollen heute sein Erfolgsgeheimnis ergründen. Das heißt, wir werden im Laufe unseres Tests Indizien sammeln und euch nach und nach verraten. Außerdem wollen wir natürlich seine Allradkompetenz testen und wissen, wird er der langjährigen Tradition auch gerecht. Dass wir auch auf jegliche Neuerungen eingehen, versteht sich dabei von selbst. Dafür werden wir den neuen Forester in der Nähe von Berlin on- und offroad ausgiebig testen. Wow. Hier geht's ab. Verschränkung. Eieiei. Außerdem verraten wir die Geschichte hinter dem Ursprung des Allradantriebs in Subaru-Fahrzeugen, welcher der erste Subaru-Allradler in Deutschland war, und weitere spannende Facts zum japanischen 4x4-Spezialisten. Normalerweise will ich ja immer gleich los mit den Autos, aber wir müssen uns hier vorher noch mal kurz die Optik anschauen, weil Subaru ist ja jetzt nicht unbedingt für progressives und mutiges Design bekannt. Und gerade so, was die Vorgänger des Forester angeht, die wurden ja eher, ja, sage ich mal, sehr behutsam überarbeitet. Da ist hier schon ein deutlicher Sprung zu sehen. Also gerade die Front, ne, mit dem neuen Grill und den neuen Lampen, also es ist wirklich schon echt mutig fast für Subaru-Verhältnisse. Die Grundform an sich, die ist sich treu geblieben, aber wir haben hier die Radhäuser, die sind jetzt eckig statt rund. Dann haben wir hier so Unterbrechungen an der A- und an der D-Säule und hier haben wir noch so einen Symmetrical All-Wheel-Drive-Schriftzug, der war vorher am Heck. Hinten das Heck ist natürlich auch komplett neu, also hier die Lampen und diese durchgehende Leiste, und wir haben jetzt auch hier diesen eingeprägten Forester-Schriftzug. Ich finde, das sieht wesentlich aufgeräumter und moderner aus, also hat dem Auto auf jeden Fall gut getan. Das ist sicherlich ein Aspekt des Erfolges des Forester, seine Beständigkeit. Er bleibt sich immer treu. Die Fahrzeuge werden zwar immer wieder weiterentwickelt, aber nicht übertrieben, und das spricht viele Kunden an, die jetzt keine riesigen Überraschungen wollen. Jetzt wollen wir aber endlich auf die Bahn und schauen, ob sich der positive Eindruck auch beim Fahren bestätigt. Angetrieben wird der Forester von einem 2 Liter E-Boxer Mildhybrid. Das System gab es auch schon im Vorgänger. Dabei wird der Vierzylinder-Verbrenner von einem 12 kW Elektromotor unterstützt. Das Aggregat wurde jedoch in Hinsicht auf Dynamik, Zuverlässigkeit und Effizienz optimiert. In der aktuellen Generation beträgt die Leistung nur noch 136 PS, vorher waren es 150. Der Hersteller möchte durch etwas weniger Power den Verbrauch senken und hat das auch schon bei anderen Modellen wie dem Crosstrek, der vorher XV hieß, gemacht. Geht das auch zu Lasten des Fahrspaßes? Ja, ich sag mal so, 136 PS bei knapp 1,7 Tonnen, da kann man jetzt keine Beschleunigungsarien erwarten. Obwohl 1,7 Tonnen für die Fahrzeugklasse ist ja eigentlich gar nicht so schlecht mittlerweile, also heutzutage bei den ganzen schweren Fahrzeugen. Aber gut, ein bisschen mehr könnte schon kommen, finde ich. Ich erwarte jetzt keine riesen Sportlichkeit, keine Frage. Subarus sind ja in der Regel auch eher für Beständigkeit und Zuverlässigkeit bekannt, den BAZ jetzt mal ausgenommen. Aber ja, gut, es ist ein schönes, neutrales Fahrverhalten, das muss ich sagen. Also eben, das kenne ich von vielen Subaru-Modellen, die ich mittlerweile gefahren bin, verschiedener Generationen.
es fällt jetzt nicht irgendwas unbedingt extrem positiv auf, aber eben auch nicht negativ. Es ist schön, neutral und angenehm und vor allem punkten sie auch mit Offroad-Qualitäten, was man von vielen vergleichbaren SUVs nicht behaupten kann. Das testen wir ja nachher noch, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wie viele andere Subaru-Modelle auch, hat er hier 2 verschiedene Fahrmodi, i-Intelligent und S. Ich war jetzt hier die ganze Zeit noch im i, wir können ja mal in den S wechseln. Ja, klar, da kommt schon ein bisschen mehr, also macht auf jeden Fall mehr Bock. Ist schon gut, aber ja, wie gesagt, Beschleunigungseien können wir jetzt hier keine erwarten, aber es ist okay. Der Forester steht auf der sogenannten Subaru Global Plattform, die in Sachen Konstruktion und Gewicht ein Update bekommen hat. Die Verwindungssteifigkeit der Karosserie wurde zum Beispiel um 10% verbessert, was der Dynamik zugutekommen soll. Was mir wirklich gut gefällt, ist das Fahrwerk, muss ich sagen. Also das bügelt wirklich alle Unebenheiten super weg. Also wir hatten auch ein paar schlechte Straßenabschnitte teilweise hier dabei mit Schlaglöchern, Kopfsteinpflaster und du wirst hier kaum durchgeschüttelt. Also es ist wirklich komfortabel. Der Hersteller hat ja auch an der Lenkung gearbeitet und diese optimiert. Und ich muss sagen, ja, die reagiert direkt. Also das passt auf jeden Fall. Für mich persönlich ist sie ein bisschen zu leichtgängig, aber das ist persönliche Geschmackssache. Ich mag alles eher ein bisschen straffer. Also sie reagiert gut, verzögerungsfrei, überträgt alle Lenkbewegungen direkt. Das ist auf jeden Fall gut abgestimmt. Im Zusammenhang eben mit Verbesserung der Karosseriesteifigkeit, Aerodynamik und natürlich auch zusammen mit dem Fahrwerk finde ich ihn vom Wankverhalten wirklich gut. Also in den Kurven ist jetzt keine riesen Bewegung drin. Das ist für die Größe und Klasse echt gut gemacht. Kommen wir zum nächsten Punkt, der zum Erfolg des Forester beiträgt, und das ist sein besonderer Motor. Auch wenn 136 PS jetzt nicht sonderlich viel sind, kann man Subaru sein Know-how in Sachen Boxermotoren nicht abstreiten. Schon seit 1966 setzt der Hersteller auf diese Bauweise und hat über 23 Millionen bisher davon verkauft. Die Japaner verkaufen 1,2 Millionen pro Jahr und sind damit der weltgrößte Hersteller dieser Antriebsart. Neben Porsche und BMW Motorrad ist Subaru ja sowieso mit der einzige Hersteller, der auf diese Bauweise setzt, die ja auch einige Vorteile mit sich bringt, wie zum Beispiel Laufruhe, tiefer Schwerpunkt und flache Bauweise. Die Aggregate werden natürlich auch stetig weiterentwickelt, zum Beispiel was Effizienz und Langlebigkeit angeht. Gesteuert wird fast alles hier über dieses große Zentral-Touch-Display. Das kennt man schon auch aus anderen Modellen wie den Crosstrek. Trotzdem hat man hier eben auch noch ein paar Knöpfe für die wichtigsten Funktionen wie Temperatur oder auch Lautstärke. Das finde ich ganz gut. Was auch positiv auffällt, ist die Verarbeitung. Also klar, es ist alles funktional, aber macht einen hochwertigen Eindruck. Gefällt mir auch vom Design ganz gut hier mit diesem Wabenmuster. Was mir persönlich auch gut gefällt, ist ja dieses klassische Display hier, also diese analogen Instrumente, Tacho, Drehzahlmesser, das hat man heutzutage ja auch kaum noch in modernen Autos, da ist immer nur alles komplett digital. Das finde ich zum Beispiel sehr cool, passt gut zum robusten Charme des Forester und spricht ja auch für den Erfolgspunkt Beständigkeit. Der Look des neuen Forester wurde wie schon angesprochen komplett aufgefrischt. Weitere schärfer gezeichnete Front, prominente Rathäuser und aufgeräumtes Heck. Was die Maße angeht, ist im Vergleich zum Vorgänger in die Breite und Länge um wenige Zentimeter gewachsen. Die Höhe ist gleich geblieben. Das Interieur ist Subaru-typisch. Der Hochkant-Touchscreen in der Mitte ist knapp 12 Zoll groß und findet sich auch in anderen Modellen wie dem Crosstrek wieder. Die Sitze wurden so optimiert, dass es beim Fahren deutlich weniger Kopfbewegungen gibt. Das sorgt für mehr Langstreckenkomfort. Außerdem wurde durch Dämmung das Geräuschniveau reduziert. Das Kofferraumvolumen beträgt 508 bis 1731 Liter.
Statt auf irgendwelchen übertriebenen Schnickschnack setzen Subarus eher auf Praktikabilität zum vernünftigen Preis, ohne dabei aber auf ein gewisses Maß Komfort zu verzichten. Wir haben hier zum Beispiel jetzt eine elektrische Heckklappe, die gab es auch schon beim Vorgänger, aber hier kann ich die jetzt zum Beispiel mit Fußbewegung öffnen. Das ist optional, gibt es ab der zweiten Ausstattungslinie Active und es ist auch das erste Mal, dass Subaru sowas anbietet. Dann gibt es hier auch noch ein paar sehr, sehr praktische Features. Zum Beispiel kann ich die Rücksitze einfach hier per Knopf umlegen und dabei entsteht auch eine schöne ebene Ladefläche. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Was auch sehr gut ist, also ich habe hier jetzt keine riesen hohe Ladekante und auch keine Stufe. Das heißt, Gepäck kann man hier wirklich sehr bequem einladen. Und hier gibt es zum Beispiel auch noch so einige Halter da oder auch hier oben für Taschen und auch einen Stromanschluss. Also wirklich alles gut durchdacht. Ein großer Aspekt des Erfolgs des Forester sind seine Geländequalitäten. Diese testen wir gemeinsam mit anderen Journalisten und Instruktor im Offroad-Park des Teltow-Flämingrings, ca. 50 Kilometer südlich von Berlin. Auf dem rund 170 Hektar großen Gelände gibt es alles, was das Offroad-Herz begehrt. Vorher hatten wir noch die Gelegenheit, mit dem Hersteller über die Technik-Features zu sprechen. Wir haben ja verschiedene Strecken vorbereitet, tiefer Matsch, Sand, Abfahrten, steile Auffahrten. Da gibt es wirklich sehr viel, wo der Forester zeigen kann, was er kann. Wir haben eine Bodenfreiheit von 220 mm. Wir haben einen permanenten Allrad, das ist ganz wichtig. Und das neue X-Mode-System. Das X-Mode wurde weiterentwickelt. Das arbeitet von der Sensorik sensibler. Vom Stand hat man schon elektrische Unterstützung. Das gab es vorher auch nicht beim Vorgänger. Wir fangen mit leichteren Hindernissen an und steigern uns langsam. Vom Instruktor gibt's immer wieder Anweisungen über Funk. Wir kommen jetzt gleich an zu unserem ersten Parcours. Ihr bleibt schön hinter mir. Wow! Alter, okay. Dann haben wir hier schon die ersten Verschränkungspassagen. Macht da aber easy hier. Also hat ja schon mal alles wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt für euch einen kleinen Buddelkasten vorbereitet. Das ist auch nicht gerade gezogen, sondern wir haben hier vielleicht auch das mal so probieren, dass wir nicht unbedingt alle dieselbe Spur fahren, sondern ein bisschen versetzt. Und wenn wir dann hier mittendrin sind, dann können wir vielleicht mal kurz anhalten. Auf meiner Höhe ungefähr und dann versuchen wir nochmal anzufahren. Und dann sieht man, dass die Geländeeigenschaften von dem Forester wirklich sehr ordentlich sind. Das ist ja witzig. Okay. Aber super. Wir fahren jetzt hier über eine Kuppe. Da habe ich eine Bitte, fahrt mal möglichst weit rechts, dass wir hier unbeschadet drüber kommen. Und sobald das Fahrzeug nicht mehr zu sehen ist, kann der nächste starten. Wow! Okay! Aber alles sehr unangestrengt bisher, sehr gut. Eigentlich braucht man als Fahrer gar nicht viel zu tun. Ne? Die Systeme sind aktiv. Das X-Mode sollte man aktivieren. Da gibt es verschiedene Programme, die man da wählen kann, aufgrund der Bodenbeschaffenheit. Und wenn man da das richtige Knöpfchen gedrückt hat, dann geht das alles von alleine. Die Offroad-Werte des Forester sind jedenfalls wesentlich besser als bei den meisten Konkurrenten, à la VW Tiguan, Mazda CX-5 und Co. Alter. Wow. Hier geht's ab. Verschränkung. Eieiei. Aber gut.
Meistert da alles. Wahnsinn. Unfassbar. Ohne Probleme. Nicht schlecht. Ein weiterer Aspekt des Erfolgs ist die hohe Sicherheit. Seit Generationen liefert der Forester Bestwerte bei Crashtests. So wird auch die neue Version mit 5 Sternen bewertet. Die Systeme und Kameras werden stetig weiterentwickelt. Der Forester kommt nun mit 12 neuen bzw. verbesserten Funktionen. Dazu gehört zum Beispiel ein Querverkehrswarner, der die Fahrer an schlecht einsehbaren Kreuzungen unterstützt. Das Eyesight-System, die Stereokamera, die kennt man ja bereits vom Vorgängermodell. Da ist jetzt noch eine Monokamera dazugekommen. Vorher hat man einen Erfassungsbereich von ca. 70 Grad gehabt. Das ist jetzt verdoppelt auf 140 Grad. Und somit ja, ist das nochmal ein aktiver Beitrag für das gesamte Sicherheitspaket dieses Fahrzeugs. Ne? Also das hat sich der Hersteller ja auf die Fahne geschrieben. Sicherheit geht an erster Stelle. Neben aller Zuverlässigkeit hat der Forester auch eine verspielte Seite. Und zwar gibt es überall so kleine Easter Eggs, so kleine Piktogramme. Wir haben hier zum Beispiel im Kofferraum so ein kleines Fernrohr oder da ist eben so eine kleine Campinglampe. Es gibt so Fußabdrücke oder Pfoten in den Türen. Und hier ist auch ein kleiner Kolibri in der Scheibe. Da gibt es noch einen kleinen Fun-Fact, warum ausgerechnet ein Kolibri. Und zwar ist es der einzige Vogel, der rückwärts fliegen kann. Und der X-Mode, das Offroad-System, funktioniert jetzt auch beim Rückwärtsfahren. Daher also der Zusammenhang. Es verweist alles so auf die Outdoor-Qualitäten und Abenteuerlust des Forester. Bei unserem Offroad-Test steht uns jetzt eine größere Herausforderung bevor. Eine fast 40 Grad steile Abfahrt. Ja, das X-Mode eignet sich perfekt zum Bergabfahren. Das ist jetzt nicht nur das Allradsystem, was da irgendwo sensibler reagiert, sondern auch beim Bergabfahren wird die Geschwindigkeit gehalten. Das heißt, ich kann mich voll und ganz aufs Lenken konzentrieren, muss da gar nicht irgendwie groß auf die Bremse treten. Das macht das System ganz automatisch. Du kommst mal bitte zu mir. Du fährst hier einen kleinen Bogen. Du kommst hier auf meine Höhe. Die anderen können so ein bisschen nachrücken. Du fährst den Berg ein kleines Stück runter, bis ich sage Stopp. Dann sind beide Achsen in der Schräglage. Dann bremst du, wartest einen kleinen Moment. Wenn ich sage los, dann lässt du einfach los und dann macht das Fahrzeug alles das, was es soll. Dann auf geht's. Bisschen nach links, links. Und jetzt gerade, genau. Langsam und weiter. Wir wollen richtig in den Berg rein. Und stopp. Perfekt. 1, 2, 3. Die 3 Sekunden sind vorbei und die Bremse lösen. Perfekt. Wir haben hier noch einen größeren Berg, der ist nicht befestigt. Also das ist wahrscheinlich so die größte Herausforderung. Runter ist es relativ einfach, aber den hochzufahren, da wird es wirklich sehr anspruchsvoll. Da sollte man dann wirklich nicht nur ein bisschen Erfahrung haben, dann sollte man wirklich fahren können. Und genau den nehmen wir uns jetzt vor, und zwar rückwärts. Denn das X-Mode-System funktioniert in der neuen 6. Generation jetzt sogar im Rückwärtsgang. Bis ganz hoch schaffen wir es nicht. Aber dennoch beeindruckend. Ich bin echt begeistert, was dieses Fahrzeug hier leistet. Also man muss als Fahrer eigentlich wirklich nicht viel machen. Das Auto nimmt jedes Hindernis sozusagen fast von alleine klar. Natürlich die Assistenzsysteme helfen einem dabei. Das X-Mode regelt alles und also man fühlt sich jederzeit sicher. Und man muss ja bedenken, es ist immer noch ein SUV und kein Hardcore-Geländewagen. Also dafür finde ich, nimmt er hier wirklich jegliches Hindernis mit Bravour. Gerade auch solche steilen Berge rückwärts hochfahren zu können, ist schon echt cool, macht mega viel Bock. Eine Frage ist zum Schluss noch offen. Wie genau kam denn nun der Allrad in die Subarus?
Dass Subaru einer der Pioniere im Allradbereich ist, haben wir ja schon angesprochen. Aber wie genau kam es denn damals eigentlich zu diesem ungewöhnlichen Pkw mit Allradantrieb? Bis dahin gab es ja Allrad eigentlich nur im Offroad-Segment. Und zwar war der Auslöser eine Ausschreibung der Elektrizitätswerke in Japan. Sie haben damals die schneereiche Region im Norden auch mit Strom versorgt und haben ein kompaktes Fahrzeug für ihre Mitarbeiter gebraucht, damit die bei jeglichen Witterungsbedingungen da auch hinkommen. Und das war quasi der Anstoß für die Serienproduktion des Leone 4WD. Nach Deutschland kam der 4x4 Pkw übrigens 1981 in zweiter Generation als Subaru 1804 WD. Als Limousine oder Kombi mit 1,8 Liter Boxer, 80 PS und damals noch zuschaltbarem Allradantrieb. In den USA gab es sogar einen Pickup auf Leone-Basis, den B-Drive Recreational All-Terrain Transporter, kurz BRAT. Es gibt viele Aspekte, die den Forester beliebt machen, und die neue Optik macht ihn auf jeden Fall noch mal frischer und moderner. Vor allem hat er aber gezeigt, dass er im Gelände richtig was drauf hat, im Gegensatz zu vielen Möchtegern-SUVs, und für jegliche Abenteuer bereit ist.